Hauptsache du spielst. Klingt erstmal simpel, oder? Ja, auf der nächsten Tour wollen wir ja wieder mit fliegenden Schablonen spielen. Die Schablonen haben sogar eine Besonderheit. Genau diese fliegenden Schablonen müssen wir aber auch noch vorbereiten. Hi, ich bin Rainer Godi-Johann. Viele kennen mich als Godi von der Wasserstraße. Willkommen auf meinem Kanal Godesigns, deinem kreativen Hafen für entspannte Airbrush-Abende oder wann immer du dir deine kreative Zeit nehmen möchtest. Hier geht es ums Erleben, ums Üben, ums Lernen und vor allen Dingen ums Staunen, wie schnell du mit fliegenden Schablonen Fortschritte machst. Es geht hier nicht um Druck, außer natürlich vom Kompressor. Heute zeige ich dir, wie du ganz entspannt die Vorlagen für deine fliegenden Schablonen vorbereiten kannst. Warum ist das so wichtig? Weil diese Schablonen dir gerade am Anfang unglaublich helfen können. Du kommst schneller rein, kannst rumprobieren, kreativ sein, ganz ohne den Druck sofort perfekte Ergebnisse abliefern zu müssen. Ich habe selbst erlebt, viele starten mit dem Anspruch, dass alles direkt sitzen muss und verlieren dabei die Leichtigkeit. Mit den fliegenden Schablonen bleibst du im Flow, kannst spielerisch arbeiten und genau das bringt dich echt weiter. Also Schablonen vorbereiten, mitnehmen und beim nächsten Mal einfach ausprobieren, was sie für dich tun können. Du wirst sehen, sie sind mehr als nur ein Hilfsmittel, sie sind ein kreativer Türöffner. Ich zeige dir dann auf der nächsten Tour die Magie der fliegenden Schablonen. Clever übereinandergelegt entsteht damit eine richtig coole Illustration. Schnell, effektiv und mit sehr viel Spaß. Das Beste: ich habe dir die passenden Schablonen schon vorbereitet. Als kostenlosen Download. Einfach ausdrucken, ausschneiden, loslegen. Den Link findest du in der Beschreibung. In diesem Video zeige ich dir, wie du die Schablonen findest, wie du sie gezielt ausdruckst, wie du sie ausschneidest und dann auf der nächsten Tour einsetzen kannst. Legen wir los und setzen uns an den Rechner. Ich probiere es jetzt hier selber aus. Ich habe das noch nie gemacht und ich schneide es auch nicht raus. Ich möchte, dass du mitbekommst, dass wir quasi im gleichen Boot sitzen. Ich suche hier nach Lösungen und du suchst in der Airbrush-Malerei nach Lösungen. Und deswegen versuche ich jetzt, diese Sache hier entsprechend zu lösen. So, ich denke mal, du bist ja jetzt bei mir auf der Seite und möchtest dir deine Schablonen runterladen. Das ist ja dann grundsätzlich ganz einfach. Da nehmen wir jetzt mal rein. Und zwar bist du ja hier auf der Seite und da findest du hier den Link zu den entsprechenden Vorlagen der fliegenden Schablone. Da brauchst du nur anklicken und jetzt öffnet sich sofort dieses Arbeitsblatt. Um die Arbeitsblätter ganz pflegeleicht ausdrucken zu können, schlage ich vor, du lädst dir die entsprechenden Blätter runter und hast sie dann hier oben. Das kann vielleicht bei dir etwas anders aussehen, aber ich sag mal so in der Zwischenablage Doppelklick. Und jetzt bist du hier in einem Menü, wo du die einzelnen Blätter speziell schon sehen kannst. Da steht auch drauf Schablone 1, 2, 3, wie wir die in der Reihenfolge brauchen und auf welchem Papier du sie dir dann ausdrucken kannst. Dann nur noch auf Ablage gehen, drucken und hier bist du nun im Druckmenü und kannst deine Blätter entsprechend ausdrucken. Ich stelle hier den Bereich 1 bis 6 ein und nun werden wir die 6 Blätter 250 Gramm in den Drucker legen und dann kann es auch schon losgehen.
So, da bin ich wieder. Ich hoffe, es hat jetzt alles soweit ganz gut geklappt. Jetzt mache ich nochmal einen kleinen Wechsel der Location auf die andere Seite des Tisches. Da habe ich meine Schneidematte und da zeige ich dir, wie du die Schablonen entsprechend schneiden kannst. Also, gleich geht's weiter. Wir nehmen einfach hier unser kleines scharfes Messerchen und dann arbeiten wir uns ganz vorsichtig auf der Linie entlang einfach immer weiter nach vorne. Und es ist jetzt so, wenn du die Linien jetzt nicht genau triffst, wie du hier auch bei mir siehst, dann mach dir keine Sorgen, denn es ist nicht ganz so schlimm. Du kannst das Blatt dann auch mal drehen, um besser den Strich zu sehen. Das hätten wir doch auch schon. So. Also es ist jetzt wirklich nicht schwierig, diese fliegenden Schablonen auszuschneiden. Das, was wir brauchen werden, ist jetzt den grauen Teil für unsere Illustration. Das kann ich schon mal sagen. Alles das, was hier so leicht eingegraut ist vom Drucker, werden wir als Schablone brauchen. Aber wenn ich dir einen Tipp geben darf, schmeiß den Rest nicht weg, denn unter Umständen kannst du die Sache immer wieder gebrauchen für andere Zwecke, falls du diese Motive einfach, beziehungsweise dieses Motiv einfach mal öfter und dann auch in einer anderen Variante sprühen möchtest, was überhaupt nicht verkehrt ist, denn wie ich hier bekanntlich immer so schön sage, Übung macht den Meister und fördert natürlich auch deine eigene Kreativität, da du ja immer wieder andere Illustrationen schaffst, die dir dabei verhelfen, immer kreativer zu werden und vielleicht sogar auch andere Möglichkeiten zu finden, diese Schablone entsprechend anderweitig einzusetzen. Guck, jetzt habe ich hier auch noch nicht ganz die Pappe durchgeschnitten. Das macht aber überhaupt nichts. Das schneiden wir etwas nach und schon sind wir damit fertig. Jetzt haben wir hier noch so kleine Schnipsel, die nehmen wir natürlich weg. So. Und da haben wir die erste Schablone schon fertig. Und da würde ich an deiner Stelle hier auch die 1 drauf machen. Das macht hier vielleicht jetzt gar nicht so den großen Sinn, weil du weißt, wo die hingehört, aber bei aufwendigeren Schablonen kann das dann schon mal so sein, dass man da die Übersicht verliert und da ist es ganz schön, diese Sachen dann entsprechend beschriftet sind. So, und hier geht es dann im Grunde genauso weiter. Schneiden wir mal diese Schablone fertig. So. Und wie du siehst, das mit der schwarzen Linie treffen, das ist nicht ganz so schwierig. Aber wie gesagt, wenn du daneben her schneidest, alles überhaupt kein Problem. Naja, also 1 Zentimeter daneben solltest du dann nicht schneiden. Aber so wie hier jetzt zum Beispiel, siehst du, wie hier, da habe ich jetzt ein bisschen geschludert. Das schneiden wir jetzt noch mal weg. Diese Sache sollte man natürlich vermeiden. Aber passiert ist passiert. Und deswegen regen wir uns bestimmt nicht auf. Wir machen ganz entspannt weiter. Du kannst das auch so machen, das Messer drin stecken lassen und einfach die Schablone drehen. So geht das auch. Und weiter geht's, bis dann eben diese Geschichte beziehungsweise dieser Teil der Schablone auch wieder rausfährt. So, super. Du siehst, es geht relativ schnell, diese Teilchen auszuschneiden. Ja.
Schon haben wir gleich die liegende Schablone 2 auch schon fertig geschnitten. Wenn du diese Schablonen später nochmal gebrauchen möchtest, da kann ich dir dann auch noch einen weiteren Tipp geben. Pack dir alle Schablonen zusammen in so eine Klarsichthülle und hefte dir die in einem Ordner ab. Dann findest du sie recht schnell wieder und kannst sie, wenn nötig, ganz schnell zum Einsatz kommen lassen. Wegschmeißen würde ich sie auf keinen Fall. Denn dieser Merlin, der passt auch vielleicht mal in ein anderes Motiv. Da kann man ja wirklich mal drüber nachdenken. Und so hast du ihn immer griffbereit. Weil wenn wir mal eines Tages etwas mit Perspektive machen, dann wirst du sehen, dass der sich vielleicht auf einer etwas größeren Leinwand auch ganz gut macht, wenn er dann so im Hintergrund aus dem Wasser springt. Ich behalte so ein Motiv mal im Auge. Mal schauen, ob wir sowas mal in Angriff nehmen können. So, da haben wir die zweite Schablone schon fertig. Kommen wir jetzt zur dritten Schablone. Da sind nicht ganz so viele Teile zu schneiden und somit haben wir sie gleich auch schon wieder schnell fertig. Und für so ein tolles Motiv ist der Aufwand relativ gering. Denn die Schablonen jetzt ausschneiden dauert ja vielleicht eine halbe Stunde Maximum. Und das Motiv an sich sprühen wird dann vielleicht auch noch mal eine Stunde in Anspruch nehmen. Aber da sind wir auch damit fertig und dann hast du eine tolle Illustration mit einem Arbeitsaufwand von 1,5 Stunden fertig gesprüht. Das ist doch klasse. So, diese Schablone hätten wir auch. Kommen wir schon zur vierten Schablone, die wir jetzt in Angriff nehmen. Auch hier kommt es nicht wirklich ganz genau drauf an. Die schwarze Linie ist wirklich dazu da, dir halbwegs eine Vorgabe zu machen, wie du es schneiden könntest. Also wenn du jetzt, so wie ich hier auch mal, kräftig daneben liegst, dann ist das nicht so tragisch. Wenn es wirklich mal wichtig ist, dann sage ich es auch entsprechend. So, hier, das ist eine ganz interessante Geschichte. Hier kann man sich schon mal vertun. Und da mache ich ganz gerne eins. Zack, zack. Wenn du nämlich mal später Schablonen machst, wo diese graue Fläche fehlt. Und jetzt hat ja so ein Blatt 2 Seiten und es gibt jetzt 3 einzelne Schablonen. Dann ist das teilweise schwierig, die wiederzufinden. Und deswegen mache ich da so 2 so Striche drauf und finde dann die Schablonen richtig schnell wieder, weil es gibt ja nur diese eine Lösung, wie die zusammenpassen. Und das ist natürlich ein großer Vorteil, wenn man die so entsprechend schon vorbereitet hat. Hier haben wir ja schon die 5 draufstehen. Jetzt schreiben wir hier auch nochmal die 5 drauf und hier schreiben wir auch nochmal 5 drauf. So, und jetzt können wir hier noch einmal schneiden. Du siehst, ich bin nicht genau auf der Linie. Und ich mache das jetzt auch mal so, auch, dass du später, wenn wir dann mit dieser Illustration fertig sind, dass du dann mal siehst, ja, das kam gar nicht so wirklich drauf an. Aber wenn du dir da wirklich richtig Mühe gibst oder schon gegeben hast, dann ist das natürlich vollkommen in Ordnung. Jetzt haben wir unsere Schablone 5 auch geschnitten
Und jetzt kommt die letzte. Das wird unser Passepartout. Genauso wie in unserer letzten Illustration haben wir ja auch so ein Passepartout mit reingelegt. Und das wollen wir jetzt hier auch machen, dass wir unsere fertige Illustration auf der nächsten Tour entsprechend in Szene setzen können. Mal schauen, was ich da noch für eine Überraschung habe. Mir ist da schon gerade was eingefallen und genau so werden wir es auch machen. So. Da hat er noch nicht ganz durchgeschnitten, sehe ich. Und du siehst, auch wenn es mal nicht sofort klappt, das ist alles kein Problem. Das lösen wir ganz in Ruhe. Und am liebsten würde ich auch gar nichts rausschneiden, damit du wirklich mal siehst, das ist alles nicht so schlimm. So, jetzt haben wir es geschafft. Unsere Fläche ist raus. Das Passepartout ist fertig geschnitten. Wir können es jetzt in der nächsten Tour einsetzen. Mache ich mal den Daumen hoch und wechsle wieder die Location. Geschafft! Ich denke, die Vorlagen der fliegenden Schablonen erklären sich im Wesentlichen von selbst. Ich wünsche dir viel Spaß beim Ausschneiden deiner fliegenden Schablonen. Wenn du die Airbrush-Malerei erlernen möchtest, aber nicht weißt, wo du anfangen sollst, bleib einfach hier. Hier bist du genau richtig. Hat dir das Video auf dieser Tour gefallen? Dann klick einfach auf Gefällt mir, abonniere den Kanal und sei dabei, wenn wir gemeinsam die nächsten Airbrush-Abenteuer starten. Jede Tour bringt dich weiter und auf der nächsten Tour werden wir ja mit Hilfe dieser fliegenden Schablonen eine sehr beeindruckende Illustration sprühen. Wir sehen uns auf der nächsten Tour. Ich freue mich drauf. Ich lade dich auf jeden Fall recht herzlich ein, beim nächsten Mal dabei zu sein. Da war sogar ein Zweizeiler. Also, ich freue mich drauf.